Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C Sharp. So, ja, willkommen zum letzten Tutorial im Anfängerbereich, wobei Anfänger hier etwas arg gedehnt ist. Eigentlich ist es schon relativ fortgeschritten, wie ihr seid. Und ja, danach wird jetzt hauptsächlich noch irgendwelche praktischen Tipps kommen, die ihr meistens irgendwann brauchen werdet, aber die nicht irgendwie im Zusammenhang oder sowas stehen. Also meistens zumindest nicht. Ja, aber zurück zum Thema. Wir wollen dieses Mal ein praktisches Beispiel machen. Wir wollen Listen selbst implementieren und danach schauen, wie das Ganze dann mit den mit den C-Sharp-Listen läuft. So, also zum Implementieren von Listen brauchen wir zunächst mal eine Klasse, logischerweise. Und wir wollen eine Liste so bauen, wie sie in Java, in Python und so weiter und so fort funktioniert. Also wir wollen, Moment kurz, ich tippe hier gerade fertig. Wir wollen Folgendes haben. Wir wollen ein Element anbinden können. Also sagen wir mal, schlechte Klammerung. Das hier ist ein Element. Und wir wollen, dass dieses Element auf ein nächstes Element verweist. Und dieses wiederum soll auch auf ein nächstes Element verweisen und so weiter, bis wir halt diese Liste nicht mehr Elemente hat. Also quasi, das ist das letzte Element und auf das wollen wir verweisen und so weiter und so fort. Also je nachdem, wie viele Elemente diese Liste hat. Und sagen wir mal, sie hat nur eins, dann steht auch nur dieses eine Element drin. Aber wir wollen nicht wie bei einem Array, dass wir so viel Speicherplatz verbrauchen wie ein Array, weil ein Array hat ja eine Fixed Size. Das heißt, wenn wir sagen, okay, Array hat 5 Elemente, dann haben wir hier tatsächlich 5 Elemente drin und fertig. Aber bei der Liste wollen wir dynamisch sozusagen diese neuen Elemente anfügen. Sprich, wenn wir sagen, füg mir was an, dann kommt hier einfach, okay, nächstes Element und da sind wir schon. Und wenn wir sagen, okay, löscht das letzte Element, dann passiert das hier. Und wir haben nur noch eine Size von 3. Sprich, wir sind eigentlich glücklich, wenn wir das Ganze dynamisch mit der Size hinkriegen. Und ja, das Konzept ist relativ gern gesehen eigentlich. Man sucht da drin auch, man kann da eine super Suche drin implementieren und alles Mögliche. Also Listen sind wirklich sehr häufig benutzt. Ich benutze sie auch selber sehr, sehr, sehr gerne. Und es ist immer wieder eine Aufgabe irgendwo, dass man sich eine Liste selbst implementieren soll. Und genau das wollen wir jetzt als allererstes mal tun. Also, eine Liste sieht zunächst einmal so aus, dass es eine Klasse ist, logischerweise. Und in dieser Klasse gibt es eine weitere Klasse, die nennen sich dann Inner Classes, aber da braucht man im Prinzip jetzt sich eigentlich keine Gedanken drum machen. Die nennt man meistens Node für ja, sozusagen das Element in der Liste. Node heißt Knoten und so werden die meistens bezeichnet. Und ja, das ist jetzt einfach eine Klasse in einer Klasse, da müsst ihr euch nicht weiter Gedanken drüber machen. Das einzige Sinnvolle ist, dass wir hier nur auf diese Klasse Zugriff haben, wenn wir in dieser Liste-Klasse sind. Also, dass man nicht jetzt in der Main eine neue Node instanzieren kann, das ist auch der einzige Sinn dahinter. Okay, machen wir weiter. Diese Nodes, also das sind diese Dinger hier, die ich am Anfang gesagt habe. Das hier ist eine Node und das hier ist eine Node. Und diese Node hat jeweils einen Verweis auf ein nächstes Element, sprich eine weitere Node. Also brauchen wir zunächst einmal ein Stück irgendwas, was wir speichern wollen, was hier in diesen geschweiften Klammern drin steht. Da sagen wir jetzt einfach mal, okay, wir nehmen Strings. Ihr werdet sehen, die Listen, die dann C# tatsächlich selbst benutzt, die haben Variablen-Typ hier drin, das ist dann auch irgendwie praktischer. Die können aber auch noch ein bisschen was mehr, aber es wäre jetzt ein bisschen viel Code für das eine Tutorial. Sagen wir einfach mal hier Public String Inhalt und sie haben einen Verweis, wie ich gerade gesagt habe, auf eine weitere Node. Also eine Public Node Next. So, warum habe ich die groß geschrieben? Ich weiß es nicht. Und warum benutze ich Englisch und Deutsch in einem? Das ist schlecht. Ne, egal. Next lassen wir mal, sonst wird es komisch. Okay, so und jetzt wollen wir diese Liste quasi aus Nodes aufbauen und der Methoden geben, dass wir was anfügen und was löschen. Ich lasse das Bild hier unten mal stehen und wir werden sehen, was damit passiert dann. Und ich glaube, die Klasse lasse ich mal ganz oben stehen. So, also ihr seht, das ist eine Klasse in der Klasse. Wir sind jetzt hier unten wieder in der Class List. Okay, wir wollen hier jetzt eine Größe, die schreiben wir einfach mal so
machen wir sie public. Public int size. Wobei man den eigentlich private machen müsste. Und dann mit Getter und Setter. Ach komm, wir machen es gleich richtig. Wir sagen as private. Und machen einen Public Getter draus. Int count. So ist es, glaube ich, tatsächlich sogar implementiert mit den Namen. Get return size. So. Genau, jetzt haben wir hier einen öffentlichen Dings, dass man nur lesen kann, wie groß diese Liste ist. Aber setzen kann man sie nicht. Das ist schon mal das, was wir wollten. Und jetzt brauchen wir noch ein sozusagen Dummy-Element, das uns den Anfang von der Liste anzeigt. Also das hier. Wir brauchen einen Verweis, damit wir wissen, wo wir überhaupt anfangen müssen. Denn sonst müssten wir ja irgendwo aus dem Nichts eine Node hergreifen. Und ja, die brauchen wir jetzt halt irgendwie. Also, die kann auch ruhig private sein. Ja, Pruvat, genau, private node head. Und wenn wir da drüber iterieren, so nennt sich das Ganze, also wir gehen quasi, wenn wir hier 100 Elemente drin haben, dann gehen wir durch diese 100 Elemente durch, um ein spezifisches Element zu suchen. Das heißt, wir haben auch eine private node, nennen wir das Ding einfach mal current, also current, sozusagen die aktuelle, und ich glaube, ich mache das hier auch Englisch, dann sind wir hier einheitlicher. So, okay, jetzt würde ich ganz gerne noch einen Konstruktor haben, denn wir können nicht einfach eine Liste ohne irgendwas instanzieren, sonst haben wir ein Problem. Also public list, Klammer, Klammer, und wir wollen kein Element drin haben. Wir wollen die Size, logischerweise, wenn kein Element drin ist, auf 0 setzen und den Head setzen wir auf Null. So, Null ist noch so ein schönes Wort, das ist einfach nichts. Dazu werde ich aber auch nochmal ein eigenes Video machen, falls ihr nicht genau wisst, was Null ist. Null bedeutet in dem Fall einfach, wir haben gerade nichts da. Gut. Und was passiert jetzt, wenn wir eine Liste wenn wir in diese Liste ein Element einfügen wollen? Naja, wenn wir ein Element einfügen wollen, brauchen wir eine Methode, damit wir es einfügen können. Und die nennen wir einfach mal public void add. So, und wir wollen logischerweise irgendwas mit Inhalt hinzufügen. Wir wollen nicht einfach nichts hinzufügen, sondern wir brauchen Inhalt. Es soll ja irgendwie einen Sinn haben. Das heißt, wir brauchen hier einen String Content, was dann ungefähr dem hier gleichkommen würde. Und das Ganze als Methode. Okay, zunächst einmal brauchen wir für diesen Content ein neues Element. Das heißt, wir müssen die Size erhöhen. Size ++. Gut. Und danach brauchen wir eine neue Node, also einen neuen Knoten, oder halt hier ein neues Element, Knotenelement, das uns diesen Content hier speichern kann. Und deswegen sagen wir hier einfach mal, okay, Node ist gleich new Node und Node.content ist gleich Content. So. Und jetzt sagen wir wollen dieses Element an das letzte Element hinten anfügen, wo wir sind. Das heißt, wir gehen einfach mal her und sagen, okay, wenn der Head 0 ist, also null ist, dann ist ja logischerweise noch nichts gespeichert. Das heißt, wir sagen einfach, okay, wenn der Head nicht vorhanden ist, dann ist diese Node jetzt einfach der Head. Also Head gleich Node. Gut. Und wenn der Head aber nicht null ist, dann müssen wir es hinten anfügen. Da könnte man jetzt logischerweise noch differenzieren. Man sagt zum Beispiel, okay, wir haben eine Methode, die schreibt uns vorne was hin. Oder wir haben eine Methode, die schreibt uns ganz hinten was hin. Das ist jetzt die Methode für ganz hinten. Das heißt, wir setzen unser current, Moment, da muss ich else. So, unser current ist jetzt sozusagen
die Node, die wir benutzen können, um nach hinten zu laufen. Das heißt, wir sagen einfach, okay, wir laufen mit Current durch. Und zwar durch diese ganze Liste. Und ja, also Current. Ja, wir brauchen eine Vorschleife. Und zwar von i gleich 0 bis i sozusagen die Size erreicht. Also i kleiner Size, i++. So lange wollen wir mit diesem Current Node durchlaufen. Also wir setzen am Anfang unser Current Node auf den Head drauf. Das heißt, unser Current Node zeigt auf den Head und läuft jetzt sozusagen immer weiter. Okay? Ja, an für sich ist es, glaube ich, sicherer, wenn wir das mit einer While-Schleife machen. Das macht auch mehr Sinn. Zeigt auch mehr, wie so eine Liste funktioniert, glaube ich. Und zwar laufen wir so lange durch, bis wir als Next Node hier Null sehen. Das ist einfach standardmäßig, ist das Null. Und wenn wir hier Null finden, also current.next, wenn das Null ist, dann hören wir auf. Sprich, wir laufen so lange durch, wie es ungleich Null ist. Und setzen dann einfach immer current auf current.next. Ups. Das bedeutet, okay, wir haben nochmal hier unten zu dem Schaubild zurück. Das hier zeigt immer auf unser Next-Teil. Ich male hier mal noch ein paar hin. So. Okay, am Anfang sagen wir fügen ein Element ein und zwar hier als Head. Gut, dann ist das hier schon mal nicht Null. So, jetzt sagen wir Current ist gleich Head. Okay, wir setzen unser Current hier drauf. Also sagen wir, die Markierung ist jetzt unser Current. Dann schauen wir, ist das Next von Current Null? Wenn wir so eine Liste haben, sagen wir einfach, okay, nein, es ist nicht Null. Also setzen wir Current wieder auf das Current.next. Dieser Zeiger hier gibt mir quasi das Next an. Wenn das hier nicht Null ist, dann ist Current jetzt hier. Schauen wir, ist das nächste Null? Nein. Nächstes Null? Nein, immer noch nicht. Aber jetzt, Achtung, hier geht es nicht mehr weiter. Das heißt, das Current.next ist Null. Und dann sagen wir hier, okay, Current.next ist Null. Gut, dann hören wir auf zu laufen. Jetzt sind wir hier, wo Current.next Null ist. Und dann können wir einfach sagen, okay, Current.next ist gleich Node. Das heißt, wir fügen einfach hier hinten dran die Node ein, die wir gerade erstellt haben, die neue. So, und die Node hat jetzt standardmäßig als Next Content einfach Null, sprich hier hinten geht es nicht weiter und ist fertig sozusagen. Gut. So, jetzt möchte ich noch ein paar andere Methoden machen. Zum Beispiel wollen wir vor allem vielleicht eine Public, was ist es bei uns? Ein String, Public String get, und dann brauchen wir hier ein Integer i, wo wir quasi, welche Node wir auslesen wollen. Und das wäre dann, okay, wir gehen durch, wieder mal, durch alle Nodes, also wir machen quasi genau dasselbe wie hier. Erstmal if i kleiner gleich size, dann geben wir einfach gar nichts zurück, return, dann bleibt das Ganze auch typsicher. Achso, ich sollte euch guten Stil angewöhnen, das heißt, hier kommen die Klammern drumherum. Und ansonsten können wir hier durchlaufen. Wenn wir hier schon einen Return haben, dann springen wir hier schon aus der Methode raus, sprich wir brauchen hier unten dann kein else mehr, wir sind hier automatisch im else, denn ansonsten wären wir gar nicht mehr in der Methode drin. Okay, dann sagen wir hier for int i gleich 0, i kleiner, okay, i ist vielleicht eine schlechte Wahl in dem Fall gerade, j kleiner i, j++, das heißt wir laufen hier durch und sagen, okay, am Anfang ist es j gleich 0 und wir setzen unseren Head richtig. Also müssen wir wieder unseren Current hier oben initialisieren, indem wir sagen Current gleich Head
Das ist sozusagen immer unser Iterator hier oben. Den könnte man auch in jeder Methode neu definieren, aber irgendwie, weiß nicht, mache ich das eigentlich gerade mal da oben. Gut, current gleich head. Und dann sagen wir hier, okay, wir laufen hier so lange durch, current ist gleich current.next. Und wenn wir hier unten rauskommen, dann ist unser current das ite-Element. Automatisch. Ihr könnt mal nachzählen, das passt wirklich. So, und dann sagen wir einfach return current.content. Und fertig. So. Ja, und jetzt brauchen wir noch eine einzige letzte Methode, damit wir ein bisschen Spaß haben können. Denn es soll ja irgendwie was bringen. Wir wollen noch eine Delete-Methode. Also public void delete. Und sagen einfach, wir wollen den String s rauslöschen. Okay, also sagen wir, unser current, ja gut, wir müssen wieder abfangen, if head gleich null, return, und ansonsten sagen wir current gleich head, wie gerade oben auch, upsala, das sieht unschön aus, jetzt, und solange unser current ein nächstes Element hat, current.next ungleich null, oder aber solange unser, ach wieso eigentlich, wir lassen es einfach raus hier, solange unser current ein nächstes Element hat, prüfen wir einfach if current. Oder solange eigentlich current ungleich 0 ist, dann brauchen wir das hier oben nicht mal im Prinzip. Wir setzen einfach unser current auf 0. Gut. Und wenn unser current.content gleich dem String ist, den wir hier oben eingegeben haben, dann wollen wir ihn rauslöschen. Also diesen Node, den Current Node, wollen wir dann quasi einfach überspringen in unserer Kette. Sprich, wir sagen, sagen wir mal, hier ist ein A drin, dann sagen wir, okay, dieser Pfeil zeigt jetzt nicht mehr auf das A, sondern dieser Pfeil, der zeigt schwupps, einfach dran vorbei und überspringt dieses A. Das hier fliegt einfach raus und wir zeigen mit diesem Element direkt hier drauf. Naja, wie machen wir das? Okay, wir sagen current.content gleich s, dann wollen wir current löschen. So, und dazu brauchen wir noch ein bisschen was mehr. Aber zunächst mal, lasst uns das hier mal fertig machen. Current ist gleich current.next. So haben wir einen vernünftigen Iterator hier drüber geschaffen. Das heißt, wir laufen hier jetzt einfach durch, bis wir diesen String s gefunden haben. Und wenn wir ihn nicht finden oder wenn unser Head direkt null ist oder wenn die Liste einfach nicht lang genug ist, dass wir es finden, dann springen wir einfach wieder aus der While-Schleife raus und alles ist gut. So, und deswegen sagen wir jetzt hier drin, wenn wir s gefunden haben, dann wollen wir es löschen. Okay, jetzt zum eigentlichen Löschen brauchen wir noch eine neue Node. Und zwar eine Node before, nenne ich es einfach mal, ist gleich Head. Gut. So, und ja, wir müssen jetzt doch den Head anders behandeln. Und zwar brauchen wir eine kleine Ausnahme. Wenn wir am Anfang sind, dann können wir das Element nicht überspringen. Sprich, wir brauchen irgendwas, wo wir dann wieder einsteigen. Also müssen wir am Anfang erstmal abfragen, if head gleich null. Dann sind wir schon fertig. Ich muss unbedingt mir wieder angewöhnen, diese Klammern zu machen. Return. Und hier brauchen wir dann noch was Zweites. Wenn der Head direkt dieses Element s enthält, wie gesagt, dann kann man nichts überspringen. Also if head.content, also der Head kann ja jetzt nicht mehr null sein, deswegen können wir auf den Content drauf zugreifen. If head.content gleich s, dann müssen wir das Ganze gesondert behandeln und sagen hier, okay, den Head lassen wir jetzt einfach raus und wir fangen als erstes Element bei dem hier an. Okay, also dann sagen wir head gleich next, gleich head.next.
Das bedeutet, wenn jetzt hier aber nichts drin steht, weil das erste Element nur das einzige Element war, was unser String hatte und danach ging die Liste nicht mehr weiter, weil sie nur ein Element hatte, dann setzen wir einfach jetzt unsere Liste auf eine leere Liste und setzen unseren Head auf Null, so wie wir es quasi am Anfang gemacht hatten. Okay, sind wir jetzt aber hier wieder in diesem ganz stinknormalen Fall, dann wollen wir einfach nur dieses Element überspringen. Und das tun wir, indem wir hier sagen, okay, wir setzen unsere Node before auf den Head und laufen mit dieser Node, also wieder eine While-Schleife, ist vielleicht schlauer, while before.next ungleich dieser Node hier, dieser Current Node. So lange wollen wir diese Node einfach aufs nächste setzen. Dann sagen wir hier before gleich before.next. So, was wir jetzt hier kreiert haben, ist eine Node, die zeigt mit next auf current. Das heißt, wir haben diese Node hier. Unser current zeigt hier auf dieses A und unser before, ach ja, Update für Visual Studio, ist das toll. Und dieses before zeigt auf diese Node hier. Da sage ich einfach mal, ist ein X und das ist ein Y. So, und das hier ist current.next. Jetzt haben wir alles, was wir wollen. Okay, also machen wir jetzt weiter. Das heißt, wir sagen hier drin einfach before.next ist gleich current.next. Und was wir jetzt gemacht haben ist, unser before.next, also unser x-File, der zeigt nicht mehr auf das A, weil das wäre ja current, sondern er zeigt auf das A gezeigt hat, also sprich auf das y. Und das heißt, wir haben unseren Pfeil hier umgebogen auf dieses y drauf. Und so funktionieren Listen. Es ist ein bisschen kompliziert, aber es funktioniert ganz toll. Wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, macht es auch irgendwie Spaß. Und man muss ja auch nicht selber schreiben. Man kann auch einfach die Listen von C# oder so weiter benutzen. So, und jetzt lasst uns das Ganze noch ein bisschen ausprobieren. Schreiben wir uns hier mal eine Liste. List L gleich new list. Und wir sagen L.add ABC. Und dann sagen wir L.add XYZ. Und dann wollen wir das. Ja, ist ja gut. Console.writeLine L.get. Und zwar das erste Element in der Liste. Achtung, wir fangen bei 0 an zu zählen. Also müssten wir eigentlich XYZ haben. So. Und damit ich es jetzt noch ausführen kann, muss ich den Fehler hier noch beseitigen, der mir leider diese schöne Grafik hier raubt. Ich könnte natürlich auch Kommentare setzen, aber das wäre zu einfach. Und das ging auch zu schnell. Wir brauchen hier definitiv wieder einen Console.readKey. Okay, und dann starten wir das mal. Jetzt sehen wir, dass wir nichts sehen. Das liegt daran, dass ich hier was total Dummes gemacht habe, was euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist. Nämlich, wenn i größer gleich die Size ist, dann müssen wir nichts zurückgeben. Ansonsten holen wir uns einfach das Element, was wir wollen. Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Wir starten das und wir haben es hier XYZ. Das bedeutet, wir haben das hintere der beiden Elemente gekriegt. Und das vordere Element kriegen wir mit get0. Und sagen starten, okay, A, B, C. Super, wunderbar. Jetzt probieren wir noch die Delete-Methode aus. Also sagen wir L.delete. Was wollen wir denn löschen? Sagen wir wollen A, B, C löschen. Und uns danach das Ganze ausgeben lassen. Dann brauchen wir noch ein Semikolon und das hier. Und danach schauen wir uns mal das erste Element an und wir starten und es steht XYZ da. Und wunderbar, genau das war das, was wir wollten. Okay. Ja, wie wir das Ganze in C# nativ machen können, ist relativ easy. Wir sagen einfach list und dann hier den Typ rein. Also das ist jetzt die System Collections Generic List. Hier kommt der Typ rein, in unserem Fall war das ein String. Und dann sagen wir hier einfach list gleich oder L, wie wir es gerade genannt hatten, L gleich new list über Strings und fertig.
So, und jetzt haben wir hier die Methode add, okay, groß geschrieben, add range, fügt einfach beliebig viele Listenelemente hinzu. Das heißt, wir haben hier eine andere Liste zum Beispiel, die wir hier reinstecken können. Ja, dann haben wir noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt noch nicht so direkt brauchen. Count heißt Capacity, Capacity ist nicht der Count. Die ganze Liste ist auch, Count ist hier. Die ganze Liste ist auch etwas effizienter programmiert. Das heißt, wir können hier schneller alles machen. Ja, ganz, ganz viele Sachen, die wir hier haben, die haben wir jetzt logischerweise nicht alle implementiert. Aber ich denke, ihr freut euch trotzdem, dass wir das mal gemacht haben. Das ist nämlich eine super Übung und ich glaube, das ist auch ein bisschen Denksport gewesen gerade. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.